Hallo, ich habe hier ein Video für euch, um ein paar Seiten von diesem Aquarellbuch zu zeigen. Und zwar ist das Prima Marketing Princesses Aquarellbuch. Und das ist das zweite Aquarellbuch, das ich besitze. Ich habe hier schon Wasserfarben von Prima Marketing. Die sehen ungefähr so aus von der Packung her. Und ich mag die richtig gerne. Die sind süß, klein und die Farben sind richtig toll, lassen sich auch super mischen. Und ich wollte jetzt einfach mal das Aquarellbuch von denen ausprobieren, weil ich mit dem von Christy Rice, das Painterly Days, nicht so ganz glücklich bin. Also wie schon der Titel sagt, es geht um Prinzessinnen und ja, das ist einfach ein Misch aus Frauen mit Blumen und ich habe schon ein bisschen Angst. Moment, ich nehme einmal hier. So, besser. Ich habe schon ein bisschen Angst davor, die Hauttöne zu malen, weil ich das bisher noch nie gemacht habe. Und ich finde die Zeichnungen und die Bilder total schön, richtig schön. Und bin auch ganz angetan. Es gibt mehrere Folgen von diesem Buch. Und ja, mir hat das einfach am besten gefallen. Die Druckertinte ist nicht schwarz, sondern eher ein dunkles Grau. Und ich weiß nicht, ob ihr das, ja, so seht ihr das wahrscheinlich. Man hat hier schon vorgegebene Schattierungen hier, hier, hier im Gesicht und auch bei manchen Blumen. Und ich finde, das macht es gerade für Anfänger etwas einfacher. Und ich bin richtig begeistert davon. Das ist so schön. Also wirklich schön gezeichnet. Ich finde es auch schön, dass die Druckertinte nicht schwarz ist, sondern hell. Und mit den Schattierungen hat man immer noch ein bisschen mehr Charakter und Lebendigkeit in den Bildern. Das hier gefällt mir besonders gut. Aber daran werde ich mich erst trauen, wenn ich geübt habe, was Hautfarben angeht. Das Papier an sich ist relativ dick, also sehr viel dicker als das in Painterly Days. Ich glaube, das ist kalt gepresst. Steht hier gar nicht drauf. Ich glaube, das ist kalt gepresstes Papier, aber sicher bin ich mir jetzt nicht. Fühlt sich an, wenn ich jetzt hier eins von meinen Aquarellblöcken mache. Also es ist auf jeden Fall, muss ich gerade mal vergleichen. Das hier ist 300 Gramm Papier, das ich hier habe. Und das Papier ist minimal dünner als das 300 Gramm Papier. Ich würde so auf 280 schätzen. Also hat schon sehr viel Dicke, was auch gut ist. Wenn ich mir das Bild so angucke, ich finde, das ist sehr viel Detail im Gesicht und in den Haaren. Aber in Proportion, die Arme und die Schulterbreite zum Gesicht, irgendwie stimmt das nicht so ganz. Ich finde, hier fehlt einfach die Feinheit. Das sieht so aus, als hätte ein Künstler das Gesicht und die Haare gemalt und vielleicht noch so die Blumen. Und ein zweiter Künstler hat dann einfach hier die Arme und die Hände gemalt und irgendwie, weiß nicht, passt das für mich nicht so ganz zusammen. Diese Seitenporträts, ich finde, da sieht man nichts. Da fällt es nicht auf, dass die Proportionen nicht stimmen. Das ist auch richtig schön, das Bild. Das
Gesicht ist so wunderschön gezeichnet. Das hier. Aber ich finde ja, bei dem hier auch. Hier hat den richtigen Buckel. Und ja, der Arm ist einfach zu dick und die Hand ist auch nicht so schön gezeichnet. Es hätte schöner sein können. Und hier geht es wieder. Ich finde, hier stimmen die Proportionen. Ah, die Details auch mit den Blumen. Richtig, richtig schön. Ich habe auch noch nie wirklich Haare angemalt. Hier hat man jetzt ein paar Hintergrundbilder, was ich auch ganz schön finde. Da freue ich mich auch schon drauf. Und was ich richtig toll finde, sind Lesezeichen. Hier hat man 3 Seiten mit Lesezeichen. Ich glaube, das ist so von jeder Seite ein bisschen Detail rübergenommen. Und ja, das war es auch von dem Buch. Ich glaube, ich werde mit den Lesezeichen anfangen, einfach um mich ein bisschen mit dem Papier bekannt zu machen und zu schauen, wie die Farben auf dem Papier arbeiten und mich schon mal an die Muster zu gewöhnen, werde ich auf jeden Fall ein paar Lesezeichen erstmal machen. Und dann sehen wir weiter. Ihr werdet hier wahrscheinlich auch einiges noch draus sehen. Das Buch an sich ist kein richtiges Malbuch meiner Meinung nach, sondern es ist eher im College-Block-Style. Hier oben sind die Seiten noch geklebt und können rausgetrennt werden. Und das ist auch ganz gut so. Ich glaube nicht, dass ich meine Aquarellsachen hier in diesem Block hier malen würde, sondern ich würde hier raustrennen, malen und in einem Ordner sammeln. Und wenn ich die alle fertig habe, werde ich das dann binden lassen. Aber so an sich finde ich dieses Buch sehr, sehr schön. Ich bin gespannt, wie das Papier so ist. Da werdet ihr wahrscheinlich auch ein Video zu sehen. Und ich habe hier auch schon meine Wasserfarben rausgeholt, um ein paar Tests morgen zu machen. Mal sehen. Ich freue mich auf jeden Fall. Das hier ist übrigens noch ein Weihnachtsgeschenk, das ich von meiner Schwester gekriegt habe. Und als ich das gekriegt habe, ich konnte es gar nicht abwarten, damit anzufangen. Ich freue mich so dermaßen darauf. Das ist ein richtig, richtig tolles Geschenk und ich bin einfach so ungeduldig, damit anzufangen. Ja. So, ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Eindruck verschaffen über dieses Malbuch, das ich euch vorstellen wollte. Das Prima Princess Aquarellmalbuch. Und fürs Erste bin ich sehr zufrieden. Also ich muss sagen, man kann die Farben sehr gut auf dem Papier bewegen. Man kann mit sehr viel Wasser arbeiten und die Farben verlaufen richtig schön. Und ich habe bisher noch kein Aufreiben vom Papier gehabt. Und ja, man hat auch nach dem Trocknen hier noch die Möglichkeit, weiter an den Farben zu arbeiten. Das hatte ich zum Beispiel bei dem Aquarellmalbuch Painterly Days, hatte ich das nicht. Wenn ich nach dem Trocknen nochmal an die Farben rangegangen bin, hat sich das Papier sofort angefangen aufzureiben. Und ich konnte nicht so viel mit den Farben arbeiten, ohne dass das Papier dann nach und nach zerstört wurde. Und hier habe ich die Möglichkeit, auch wenn ich jetzt warte, bis diese Stelle hier trocknet, kann ich hier diese Enden immer noch heller machen. Seht ihr das? Und mit mehr Farbe oder weniger Farbe bearbeiten, ohne dass das Papier leidet. Fürs Erste bin ich überzeugt. Mir gefällt's. Ich habe Spaß dran. Und ja, ich kann es auch nur empfehlen. Ich habe jetzt noch einmal geschaut. Im Moment ist es bei Amazon für 21 €. Allerdings wird es aus den USA geliefert und die Versandkosten
sind für Prime-Mitglieder zum Glück kostenlos. Aber der Versand dauert natürlich etwas länger. Ich hoffe, ich konnte euch motivieren, was Neues auszuprobieren.